Ja, hallo in die Republik, guten Mittag, herzlich willkommen aus dem sonnigen München, herzlich willkommen bei Alasco, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Alasco ESG Academy. Und in den nächsten 45 Minuten dreht sich bei uns alles rund um das Thema Due Diligence. Es geht um Inhalte, Erfolgsfaktoren und Chancen einer Due Diligence. Und der Titel der heutigen Ausgabe lautet ESG Due Diligence, digitale Ansätze und Best Practices. Und wir begeben uns auf eine Reise durch eine fiktive DD und machen diese anfassbar. Und dazu haben wir zwei absolute Experten von Glietz eingeladen. Glietz ist ein weltweit führendes Immobilienberatungshaus und wir begrüßen dabei Thorsten Hanuschik, Bereichsleiter und Prokurist bei Glietz. Und wir freuen uns auf Christian Fischer, Projektmanager ebenfalls bei Glietz. Und wir freuen uns auf viele Insights mit euch gemeinsam zum Thema DD und darauf die DD im ESG-Bereich einmal anfassbar zu machen. Und bevor wir gleich in das Thema Due Diligence einsteigen, würde ich aber einmal gerne an euch für eine kleine Vorstellungsrunde eurerseits, aber auch für eine Vorstellungsrunde von Glietz abgeben. Thorsten, Christian, schön, dass ihr heute bei uns seid. Einmal den Ball zu euch. Ja, herzlichen Dank. Ich wünsche auch allen einen schönen guten Tag. Ich bin Thorsten Hanuschik, bin seit 18 Jahren bei Glietz, verantworte hier den Bereich Due Diligence und Nachhaltigkeitsanalysen. Und ja, Christian Fischer kann sich natürlich selber vorstellen. Ja, guten Tag in die Runde. Wie schon erwähnt, Christian Fischer mein Name, im Team von Herrn Hanuschik tätig bei Glietz, bereits seit über 4 Jahren im Unternehmen und eben auch hier vorwiegend im Bereich TDD und ESG Due Diligence tätig, aber auch Schnittstellen zur IT-Administration bzw. für die IT mit zuständig. Insofern doppeltes Interesse, wenn es um Software geht. Und genau. Sehr schön. Vielen Dank. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Im Rahmen der nächsten Minuten wird es vielleicht die eine oder andere Frage aus der Audience geben. Diese gerne in die Chatbox einmal bei uns posten. Wir werden diese im Laufe der Zeit dann immer wieder aufgreifen und an die Referenten übergeben, sodass wir hier auch jede Frage und jedes Fragezeichen aus der Audience mitnehmen können. Der eine oder andere mag sich vielleicht fragen, was macht Glietz genau? Und ich glaube, Thorsten, habt ihr ein bisschen was vorbereitet, um da nochmal als Auftakt ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Genau, ich teile mal gerne kurz eine Präsentation, um uns in wenigen Minuten vorzustellen. Nicht zu lange, aber falls jemand uns noch nicht kennt. Ja, Deutschland oder Glietz gibt es weltweit seit 1885, wurde in London gegründet. Weltweit haben wir 80 Büros und ja, ca. 2700 Kolleginnen und Kollegen in 26 verschiedenen Ländern, sodass wir ja einmal weltweit aufgestellt sind. Wir sind hier zuständig für den Bereich der Dachregion, haben mittlerweile auch in 7 Städten Niederlassungen. Der Hauptsitz ist deutschlandweit ist in Braunschweig und dann in den größeren Städten sind wir vertreten. Ja, mittlerweile 80 Kolleginnen und Kollegen. Unsere Leistung, die wir anbieten, ist das klassische Management, Leitung, Koordination,
Kontrolle von Projekten, Projektneubauten, Umbauten, Bauen im Bestand. Sehr, sehr viele spannende Projekte, die wir da haben. Zusätzlich bieten wir Baumanagement an, Bauüberwachung, Nachtragsmanagement etc. Klassisches Kostenmanagement, das ist das, was in der UK eigentlich herkommt, aus dem Bereich Quantity Surveying, Kostenberechnung, Kostenschätzung, Kostenkontrollen von Projekten. Und dann ja, der Bereich, den ich verantworte, die Technical Due Diligence, die es ja seit rund 20 Jahren gibt. Das heißt, die Analyse von Gebäuden, der Zustand, die Risiken, aber auch die Chancen, die analysiert werden. Früher klassisch technisch geprägt. Mittlerweile aber auch Technical ist der Bereich ESG immer wichtiger. Das bieten wir natürlich auch an, ist mittlerweile auch ein großer Schwerpunkt, die ESG-Due Diligence, Nachhaltigkeitsanalysen, Umwelt-Due Diligence, was alles mittlerweile ineinander greift und gar nicht mehr so klar trennbar ist, wie das vielleicht vor 15 Jahren noch der Fall war. Nachhaltigkeitszertifizierung wie BREEAM, Pre-Assessments, DGNB-Zertifizierung bieten wir auch an, um letztendlich unseren Kunden da ein umfangreiches Leistungsbild anbieten zu können. Das Thema Monitoring ist auch immer wichtiger, gerade in etwas ungewissen, unstetigen Zeiten mit höheren Risiken, gerade im Bereich von Projektentwickler, Insolvenzen, ist das Thema Monitoring von immer größerer Bedeutung. So, das ist jetzt mal ein kurzer Überblick von dem, was wir anbieten an Leistung. Ja, vielen Dank erstmal. Ein wirklich umfassendes Spektrum an Beratungsleistungen. Wir wollen uns heute in den nächsten Minuten vor allem auf das Thema ESG fokussieren. Und da würde ich mal als Einstieg die Frage stellen, du hast es vorhin schon mal angedeutet, Due Diligence, da gehört ESG mittlerweile eigentlich komplett mit dazu, ist nicht mehr so trennbar wie vor 15 Jahren. Vielleicht kannst du da so ein bisschen mal drauf eingehen, welche Rolle das Thema Nachhaltigkeit bei den DDs aktuell spielt und ob es da vielleicht auch Unterschiede gibt, was so Transaktionsarten betrifft. Ja, die Rolle wird immer wesentlicher. Früher war halt wesentlich der klassische Due Diligence, Heizungen wurden 1:1 ausgetauscht. Heute ist ein ganz großer Fokus der Bereich der Energieeffizienz, CO2-Neutralität ist da eines der wesentlichsten Merkmale, die untersucht werden, was wir auch bei fast allen ESG-Due Diligences als Bestandteil haben. Das ist unglaublich wichtig und auch ein großer Faktor für die Kunden. Also wir hatten jetzt schon mehrere Transaktionen, die dann auch gescheitert sind, weil das Thema ESG einfach nicht passte oder dann halt auch zu teuer war. Wenn ich jetzt auf CO2-Neutralität mein Gebäude umstelle, das muss man natürlich kostenmäßig bewerten und berücksichtigen. Ja. Gibt es Unterschiede an Transaktionsarten? Sagst du, gewisse Transaktionen haben ESG eher im Fokus als andere? Das würde ich jetzt bei uns so nicht sagen, also für fast alle Transaktionen. Das kommt eher ein bisschen darauf an, wo die Investoren herkommen. Aus dem europäischen Bereich ist es fast immer Bestandteil. Das ist vielleicht in Asien manchmal etwas anders. Aber letztendlich für fast jede Transaktion relevant, weil es dann natürlich auch wieder einen großen Impact auf den Exit hat. Also Objekt in 10 Jahren verkauft, spätestens dann stellt sich natürlich die Frage, wie energieeffizient ist ein Gebäude, wurden Nachhaltigkeitsmerkmale geprüft, gibt es Nachhaltigkeitszertifizierungen wie LEED, BREEAM, DGNB. Das hat mittlerweile eine unglaublich große Relevanz. Also ich nehme ein bisschen mit, eine DD ohne ESG ist eigentlich kaum vorstellbar. Ja, mittlerweile ja. Okay.
Sehr schön. Christian, wir begeben uns jetzt in den nächsten Minuten so ein bisschen auf die Reise durch eine DD, das mal wirklich auch anfassbar zu machen. Wir würden jetzt mal so fiktiv damit starten und ihr zeigt ja auch gleich mal nochmal ein anfassbares Beispiel. Wenn ihr jetzt einen Auftrag bekommt, im Rahmen einer DD zu unterstützen und ihr seid so in der ersten Planungsphase und ihr sprecht mit dem Kunden, wo seht ihr denn typischerweise, welche Kriterien denn aus ESG-Sicht relevant sind? Gibt es da Cluster, wo ihr Schwerpunkte draus ableitet? Thorsten, du hast wenig überraschend das Thema Energie und Emissionen schon angesprochen. Aber vielleicht, Christian, kannst du da ein bisschen ausholen, worauf ihr da in der Regel schaut? Genau, gerne doch. Kann ich Thorsten nur beipflichten. Also grundsätzlich liegt unser Hauptaugenmerk tatsächlich, was wir so sehen, auf dem Bereich Energie und Environmental, um die 3 Buchstaben ESG mal mit Environmental Social Governance abzugrenzen. Hierzu holen wir uns aber trotzdem in allen Bereichen logischerweise verschiedenste Daten ein, die wir dann erstmal so als ersten Aufschlag auch anfragen im Rahmen einer Transaktion. Das kann grundsätzlich sein Gebäudeeckdaten, Pläne, Spezifikationen, Verbrauchsdaten, Strom, Wärme, Wasser, Abfallaufkommen, irgendwelche eben Zertifizierungsdaten, Wärmeschutznachweise, Bauanträge, Baugenehmigungen, so wie man es eigentlich von der klassischen DD kennt, mit ein paar Ergänzungen. Und dann geht es aber auch weiter, dass wir uns eben die Bereiche Social, die Bereiche Governance angucken und da eben spezifisch auch uns die Infrastruktur des Gebäudes und ums Gebäude rum, also auch eben die Umweltfaktoren mit reinholen, gucken, was gibt es außenrum, ist das Gebäude barrierefrei zugänglich und so als kleine Beispiele. Gibt es für andere Dienstleistermöglichkeiten, ÖPNV-Anbindungen und so weiter, genau. Weiterhin ist der Bereich Governance zu nennen, wo wir Themen wie Environmental Policies, Green Lease Agreements, Compliance Verträge oder eigene Compliance-Dokumente, Richtlinien der Mieter zum Beispiel mit ins Boot holen. Genau, und da eben entsprechend unseren Analyse-Schwerpunkt drauf legen und dann eben auch gucken, wie sieht es aus, was macht der Mieter in seinem Gebäude. Das ist ja aktuell nur ein sehr essentieller Faktor, ist auch, würde ich jetzt vorwegnehmen, mit der schwierigste Faktor, weil das oft Informationen sind, wo man tief nachbohren muss oder dann auch eben so ein bisschen im Regen stehen bleibt ab und zu, aber da kriegen wir dann meistens doch irgendeine schöne Lösung gezaubert. Genau. Ja. Und sehr breites Spektrum, ja, viele Kriterien. ja. Ich gehe mal stark davon aus, ihr werdet da so einen eigenen Kriterienkatalog haben, den ihr ergänzt um Frameworks. Das wäre zumindest meine Hypothese. Arbeitet ihr genauso? Könnt ihr das bestätigen? Genau, also wir haben bisher oder sehr lange eben jetzt, bis dieses Thema ESG sehr eminent auf dem Markt wurde, so mit dieser klassischen DD-Checkliste, Fragenliste, Dokumentenliste, wie man es auch immer nennen will, hantiert und haben eben jetzt weiterhin Fragebögen für uns intern eben zum Runterchecken und dann auch entsprechend in den Datenräumen zum Platzieren entwickelt, wo eben genau diese Punkte, wie gerade angesprochen, eben zum Beispiel zum Thema Biodiversität gibt es da Themen zur Begrünung, zum Thema Verbräuche, gibt es da Zählerstände, gibt es da Verbrauchsdaten etc. Das sind alles einfach so ergänzende Punkte, die wir da mit reinnehmen in die Listen und dann auch entsprechend versuchen abzuklopfen. Wenn du einmal auf Standards schaust, die ihr bewertet, also ganz häufig wird der CRREM genannt, Energieausweis ist sicherlich kein unrelevantes Thema, das Thema Taxonomie etc. Wird da immer wieder auch erwähnt. Habt ihr Frameworks industrieseitig, sei es Zertifizierungen, sei es anderweitige Frameworks, wo ihr sagt, die packt ihr eigentlich in jede DD mit rein? Ja. Wir haben letztendlich einen eigenen Scope, den wir vorschlagen, der sich so in den letzten Jahren entwickelt hat. So die letzten 3-4 Jahre waren ja gerade zu Anfang geprägt durch eine recht hohe Unsicherheit. Was muss ich mir alles anschauen? Wie soll sowas aussehen? Und da haben wir natürlich mit vielen Kunden gesprochen, mit vielen Marktteilnehmern. Was braucht ihr? Was sind so die Themen, die ihr abfragt, beziehungsweise natürlich auch Leads intern. Wir haben da ein großes Netzwerk und haben da regelmäßig auch Besprechungen mit unseren europäischen Kollegen, wo wir dann letztendlich einen Scope, Musterberichte entwickelt haben, die für den Großteil unserer Kunden passen. Es gibt natürlich auch viele Kunden, die jetzt eigene Ranking, eigene Listen kreieren, die wir dann natürlich auch entsprechend mit befüllen.
Das schon sehr, sehr unterschiedlich, wie das ist. Ne? Der einen sagen, okay, wir nehmen generell euren Scope, andere sagen, okay, euer Scope und unsere Listen, damit wir das intern vergleichen können. Da gibt es eine recht große Bandbreite. Sehr gut. Ich habe dann gelernt, so der Kunde sagt, wunderbar, ich mache das mit Leads und ihr startet gemeinsam dann auch in die Due Diligence. Dann habe ich auch im Vorgespräch vernommen, der erste Schritt ist so eine Erstbewertung, die ihr macht, so eine Art Desktop-Analyse. Christian, kannst du das ein bisschen ausweiten, wie das quasi sich auch in der Praxis geschieht, was ihr da macht und wie ihr da auch mit dem Kunden kommuniziert? Gerne. Also eben auch schon wie eingangs vielleicht kurz erläutert. Desktop-Analyse, erster Steinwurf. Das heißt, wir kriegen Zugang zum Datenraum, ziehen uns da die essentiellen Unterlagen mal alle auf dem virtuellen Schreibtisch, gucken die durch, analysieren die natürlich nach spannenden Punkten für uns. Also sprich, haben wir irgendwo einen Wärmeschutznachweis, der uns sehr viel Aufschluss über die Gebäudetechnik gibt, zumindest so wie sie seitens mal geplant wurde. Haben wir Verbrauchsdaten, die wir schon mit benutzen können, generelle Gebäude-Eckdaten, wann wurde das Gebäude gebaut, Baubeschreibungen, sehr essentiell im Bereich ESG auch. Genau, und dann versuchen wir das Ganze einfach mal so als ersten Steinwurf irgendwo mal zu festigen, da auch schon vielleicht eben entsprechende erste Nachfragen zu stellen, entsprechende vielleicht erste auch Problempunkte oder Red Flags eben mit rauszustellen sollten, welche vorhanden sein. War jetzt bisher Gott sei Dank noch nicht so oft der Punkt. Jetzt Genau. haben wir natürlich häufig einen Energieausweis. Ne? Das ist natürlich auch eine der ersten Unterlagen, auch die wir teilweise schon zur Angebotserstellung bekommen. Das ist natürlich auch die Relevanz von einem Energieausweis heute deutlich größer als vor 10 Jahren war. Das ist natürlich auch ein Thema, was wir uns anschauen. Ist der Ganze denn plausibel? Das ist natürlich auch einer der ersten Schritte zu gucken, okay, wie steht das Gebäude da laut Energieausweis und ja, passt denn dieser Energieausweis so? Was man jetzt vom Schreibtisch sieht und später natürlich auch, wenn man vor Ort geht, ist denn zum Beispiel die Beheizung genauso ausgeführt, wie sie im Energieausweis steht? Da gibt es auch hin und wieder doch Diskrepanzen. Und auch sehr spannende Darstellungsweisen, gerade wenn es um kombinierte Heizsysteme geht. Also da haben wir auch schon eine Vielzahl an bunter Möglichkeiten entdeckt. Ja. Das heißt, ihr geht so ein bisschen mit, Achtung beim Energieausweis, Dokument super wichtig, Inhalte nicht mehr ganz stimmig. Richtig, genau, das ja. kann man definitiv so sagen. Eine Frage aus der Audience und das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen. Christian, du hast jetzt einige Mal das Thema Daten erwähnt. Ja. Datenraum, Verbrauchsdaten etc. pp. Wenn ich mit dem Markt spreche, merke ich, dass solche Daten super, super schwierig, teilweise gar nicht vorliegen. Das heißt, ohne das wird es ja sehr schwierig. Vielleicht kannst du einmal da so deinen Blick auf den Markt darlegen, zum einen, wie da die aktuelle Situation ist, ob sich das verbessert hat, was das Thema Datenverfügbarkeit betrifft und weiterführend ist, was macht ihr denn, wenn ihr diese Daten nicht vorliegen habt? Gerne. Also ich würde behaupten, die Datengrundlage ist nach wie vor schwierig, ist mieterabhängig. Wir haben häufig auch Themen, da liegt dann zum Beispiel ein essentiell und sehr granular ausgeführtes Energiemonitoring da, wo man dann monatsweise zum Beispiel Zählerstände vorliegen hat. Sehr häufig bei zentralisiert gefahrenen Objekten, also gerade so im Quartiersbetrieb oder so, gibt es dann häufig die Möglichkeit, dass man da zentral schöne Werte kriegt seitens Eigentümer, seitens Contractor. Ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber so generell, gerade so im Bereich, wo das Gebäude zu 100% vermietet ist, schwierig, weil es eben auch keinen Zwang gibt, dass der Mieter irgendwelche Daten rausrückt. Seitens rechtlicher Seite, staatlicher Seite gibt es da einfach noch keine Erfordernis. Und klar halten die gerne, weil sie auch meistens sehr schöne Rahmenverträge oder ähnlich mit diversen Betreibern haben und Versorgern haben, die Daten erstmal gern hinterm Berg. Genau. Wie geht ihr damit um? Ja, wie gehen wir damit um? Ich würde behaupten, das ist dann schon so ein kleiner Blick in die Glaskugel, der aber dann schon auf fundierten Daten auch sich beruht. Wir haben natürlich aus vergleichbaren Objekten meistens schon irgendwo Verbrauchsdaten auch mal hin und wieder, sammeln die, ziehen uns da einmal so eine eigene Hochrechnung dann ab und zu mit dazu und gerade auch hier im Kontext Alasco
haben wir das Glück, dass ihr ja auch ein sehr schön angebundenes Netzwerk habt und entsprechend auch sehr interessante, sehr spannende Benchmarks als einfache Hochrechnung schon mal vorab für den ersten Aufschlag auch mitliefert. Genau, und das macht uns dann die Arbeit zumindest auf theoretischer Basis schon mal sehr einfach. Okay, das heißt, ihr unterstützt hier eure Kunden auch wirklich signifikant bei der Schließung von solchen Datenlücken, eben durch Benchmarks, durch Know-how und versucht da eben dann trotzdem ein bestmöglich 100% vollständiges Bild zu bekommen. Ja. Ich würde mal so durch die einzelnen Punkte der ESG-Themen gehen. Wir haben, Thorsten, das eingangs schon erwähnt, das Thema ist der wesentliche Fokus auch schon von dem Thema Nachhaltigkeits-Due Diligence. Kannst du da mal drauf eingehen, auf welche Komponenten ihr da besonders achtet? Du hast Energie und Emissionen beschrieben und da wird wahrscheinlich neben dem Energieausweis, der zu verifizieren ist, auch Prem eine Rolle spielen, oder? Genau. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, den wir meistens prüfen. Wann strandet das Objekt? Da kann man natürlich auch den Energieausweis nur bedingt dran ziehen. Das kommt darauf an, ob man einen Verbrauchsausweis oder einen Bedarfsausweis hat. Beim Verbrauchsausweis, wenn die vollständigen Daten drin sind, ist natürlich gut. Beim Bedarfsausweis ist da natürlich nicht der vollständige Mieterstrom drin, wie er bei CRREM sein muss. Aber wir machen eine CRREM-Analyse und schauen, wann wird das Objekt denn den CO2-Emissionspfad verlassen. Und dann ist natürlich die nächste Frage, was kann ich tun, um den Pfad weiterhin einzuhalten. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, die wir analysieren. Mittlerweile machen wir das halt mit der Alasco ESG-Software. Früher haben wir das Excel-Tool genommen. Das kennen wahrscheinlich fast alle, die jetzt hier zuhören. Großes, recht unübersichtliches Excel-Tool, wo man natürlich auch schön rausbekommt, wann ich strande. Aber die wichtige Frage oder die wesentliche Frage ist aus meiner Sicht, was kann ich denn dagegen tun? Und das müssen wir analysieren. Was bringt es denn, wenn ich meine Gasheizung durch eine Wärmepumpe austausche oder durch eine Fernwärme? Welchen Einfluss hat das Ganze? Oder wenn ich Maßnahmen an der Gebäudehülle mache, eine PV-Anlage aufs Dach baue. Das sind alles Themen, die wir im Rahmen der CRREM-Analyse untersuchen, um dann letztendlich eine wirtschaftlich vernünftige Lösung unseren Kunden zu empfehlen. Inwieweit geht ihr auch, unterstützt ihr den Kunden auch bei der Objektbegehung? Geht ihr mit in die Gebäude? Wie stellt ihr euch da auch im Service auf? Ja, unbedingt. Also klar, man kann eine Erstanalyse vom Desktop, vom Schreibtisch machen, das geht, aber es ist unerlässlich, die Gebäude sich anzuschauen, weil wir nicht wissen, ist der Energieausweis, ist der Wärmeschutznachweis korrekt, was ist in den letzten Jahren in dem Gebäude passiert? Wurden die Fenster erneuert? Welche Heizungsanlage gibt es? Ist da schon was passiert? Welche Größe hat die Heizung? Und dann kommen natürlich unsere TGA-Kollegen ins Spiel. Funktioniert denn das überhaupt, dass ich eine Wärmepumpe einbaue? Wenn wir vor Ort sehen, dass die Heizung mit 70 Grad Vorlauf gefahren wird, dann können wir die nicht 1:1 einfach durch eine Wärmepumpe austauschen. Dann muss man natürlich auch was an der Wärmeabgabe ändern, dass ich die Vorlauftemperatur gesenkt kriege. Das sind natürlich so Themen, muss man sich vor Ort anschauen, wie das Gebäude und die Technik aussieht. Das heißt, Erstbewertung vom Desktop über Datenräume, dann ins Objekt und dann habt ihr dann ein volles Bild und könnt entsprechende Empfehlungen noch aussprechen. Genau. Jetzt haben wir gerade mal über das Thema Environmental gesprochen, viel über Energie. Da gibt es noch ein paar weitere Faktoren. Graue Energie höre ich immer mehr, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft. Inwieweit spielen die denn schon eine Rolle, diese Faktoren? Ja, graue Energie eher bei Neubauten. Dann, die anderen Themen werden natürlich angerissen in der ESG Due Diligence beschrieben. Noch eine größere Relevanz haben die Themen, wenn es darum geht, Zertifizierungen nach BREEAM etc. zu machen, wo die dann natürlich
auch mit Punkten hinterlegt werden, um dann ein Ranking, da auch ein Ergebnis rauszubekommen. Wir haben jetzt darauf verzichtet, ein eigenes Ranking zu machen, weil es gibt etablierte Systeme auf dem Markt, die sind anerkannt von den Marktteilnehmern. Und da lassen sich die Gebäude auch gut einschätzen und natürlich die ganzen viele Punkte wie Biodiversität, Wellbeing etc. werden da natürlich auch entsprechend abgeklopft. Jetzt hast du schon Wellbeing als Stichwort genannt. Wir haben kurz über vor allem gesprochen. Du hast auch gesagt, ist eigentlich der Schwerpunkt. Welche Rolle spielt S&G als Kriterienkatalog? Und gibt es da Wellbeing, jetzt hast du ja schon als Kennzahl genannt, gibt es da irgendwie so klassische Dimensionen, auf die ihr typischerweise schaut und die ihr abklappert? Könnt ihr da ein bisschen zu erzählen? Vielleicht Thorsten einmal an dich. Sonst, Christian, vielleicht steht die Leitung gerade nach Braunschweig. Ja, würde ich einmal gerne. Also tatsächlich eben, wie gerade vorhin auch schon erwähnt, eine untergeordnete Rolle. Es gibt auf jeden Fall ein paar feste Eckpunkte, die wir abklappern. Da orientieren wir uns auch an den, sage jetzt mal, Oberbegriffen aus dem Bereich der Zertifizierungen, was zum Beispiel bei BREEAM, bei DGNB auf dem Fragenkatalog draufsteht. Aber eben ist im Rahmen unserer DD eher eine, sage jetzt mal, High-Level-Betrachtungsweise und wird eben dann im Rahmen weiterer Services, die wir mitliefern, mit anbieten können, deutlich intensiver betrachtet. Gerade auch, weil es bisher in der klassischen ESG-DD-Anfrage nie die Hauptrolle gespielt hatte und wie es eben auch schon erwähnt wurde, der ganze Scope in den Kunden eng zusammengearbeitet wurde, zusammen erarbeitet wurde und wir insofern dann auch rauskristallisiert haben, dass es eben schön ist, wenn es da ist, aber eben auf einer High-Level-Betrachtungsweise vollkommen okay ist, erstmal in diesem ersten Scope für die Transaktion. Okay. Gibt es Genau. Dimensionen, wo du sagst, da sollte man so Kennzahlen, da schaust du besonders drauf? Ich denke, gerade beim Thema Wellbeing oder Biodiversität ist es ein spannendes Thema, weil es sehr weit gefasste Begriffe sind. Kennzahlen schwierig, aber wir gucken uns halt natürlich an, wie ist die Gebäudeinfrastruktur verortet. Keine Ahnung, gibt es zum Beispiel entsprechende ÖPNV-Sachen, gibt es zum Beispiel entsprechende Naherholungsthemen rund ums Gebäude. Das sind so die klassischen Themen, die wir uns da besonders genau vors Auge führen und dann analysieren. Sehr spannend. Eine Frage aus der Audience, und die liegt dann so ein bisschen auch im nächsten Schritt sehr nahe, ist, wie sich im Prinzip dann das Thema ESG auf den Wert einer Immobilie auch ableiten lässt und wie ihr das Ganze bewertet. Thorsten, eingangs hast du gesagt, man muss sich das auch durchaus anschauen, weil man muss ja wissen, dass am Ende der Exit-Value auch entsprechend sichergestellt ist. Insofern nehme ich daraus mit, ja, das spielt eine Rolle mit Blick auf Wert. Wie schaut ihr da drauf aktuell und wie gebt ihr auch Empfehlungen ab, um den Exit-Wert am Ende auch einhalten zu können? Also wir sind ja keine Wertermittler, das machen wir nicht, aber wir kriegen das natürlich von unseren Kunden mit. Auch wir haben die ersten Wertermittlungen gesehen, wo es dann Abschläge gab, weil die Energieeffizienz schlecht war. Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt und auch eine sehr große Gefahr, wenn ich das Thema nicht auf dem Schirm habe, dass in den nächsten Jahren die Bewerter dann zunehmend Abschläge bezüglich des Themas Energieeffizienz geben. Denn ich muss es ja auch berücksichtigen in meinem CapEx, in meiner Budgetierung, was die CO2-Neutralität mich kostet. Das heißt dann natürlich auch die CapEx-Kosten in den nächsten Jahren deutlich erhöht. Wenn ich das nicht bisher berücksichtigt habe, muss ich das zusätzlich berücksichtigen. Und das wird sich dann natürlich im Wert der Immobilie niederschlagen. Das heißt, ich glaube, wir wissen alle so, das Damoklesschwert der reduzierten Marktwerte, das ist da, wenn ich nicht mich um das Thema kümmere. Es fällt euch wahrscheinlich ebenso schwer wie dem Gesamtmarkt, das schon zu quantifizieren, oder? Ja, das ist richtig. Was wir natürlich jetzt schon sehen, weil wir machen auch viele Vendor-Due Diligence und beraten Kunden bei Immobilienverkäufen und da spielt auch das Thema Nachhaltigkeit natürlich eine immer größere Rolle. Es werden sehr viele BREEAM, DGNB-Zertifizierungen für bestehende Gebäude gemacht, einfach um auch einem Käufer zu sagen, jawohl, wir haben das auf dem Schirm, wir haben das prüfen lassen, so steht die Immobilie da.
Und es gibt natürlich auch Maßnahmen, die man machen kann bei einer Zertifizierung, die vielleicht gar nicht so viel kosten und dann halt auch ein besseres Ergebnis bringen. Das ist natürlich eine spannende Frage. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen? Was sind solche Low-Hanging Fruits? Die kosten nicht viel und bringen viel, will jeder, glaube ich. Also wenn man jetzt so im Bereich BREEAM-Zertifizierung mal schaut, dann gibt es da so Sachen wie wassersparende Armaturen. Das ist ein einfaches Beispiel, gerade in Bürogebäuden. Ich habe gar nicht so viele Armaturen, kann die durch wassersparende ersetzen, bringt mir im Bereich BREEAM Punkte und natürlich auch für die Umwelt, ich verbrauche weniger Wasser. Also das ist so ein ganz einfaches Beispiel. LED-Beleuchtung ist generell immer eine gute Empfehlung, weil sich das recht schnell amortisiert. Also da gibt es schon viele Themen, die man auch einfach machen kann, die nicht so teuer sind, aber auch Effekte haben. Sehr schön. Jetzt macht ihr nicht nur gute Analysen und nicht nur eine gute Empfehlung eurer Kunden, sondern ich glaube und ich hoffe, ich denke, ihr nutzt auch eine gute Software, die euch dabei hilft, das Thema ESG noch besser zu bewerten und auch vor allem für eure Kunden aufzubereiten. Christian, wir haben ja auch im Vorfeld gesagt, wir versuchen es heute mal anfassbar zu machen und du hast angeboten, mal so ein Beispielobjekt mal mitzunehmen, wie ihr so eine DD quasi auch in Alasco aufbereitet und das einmal vorzustellen. Deswegen würde ich dir einmal den Ball zuspielen und freue mich, wenn du da einmal zeigst, wie du vorgehst. Gerne doch. Dann müsstet ihr demnächst im Bildschirm sehen. Da ist er schon, glaube ich. Genau. So, wir befinden uns jetzt gerade mal auf dem Dashboard von Alasco. Ich denke, das gibt schon mal so einen ersten Überblick über das Gesamtportfolio, was ihr so in der Software drin habt. Wie sieht es aus? Wärmeverbrauch noch, Erzeuger, Stromverbrauch noch, Art und springen jetzt mal einfach in unser Asset rein. Haben hierfür jetzt einfach mal den klassischen Einzelhändler in dem x-beliebigen Neustart aus dem Baujahr 1993 erstellt mit einer Gesamtfläche von knapp 2860 Quadratmeter Bruttofläche. Genau. So. Punkt 1 ist natürlich Gebäude-Eckdaten erfassen. Wie mache ich das? Tatsächlich funktioniert es über ein paar sehr einfache Masken, die dann schlussendlich dieses Gesamtkonstrukt abgeben. Also sprich, ich habe ein paar Angaben zur Raumhöhe, zum Grundriss, habe ich einen Keller, habe ich ein Dach, wie ist es konstruiert und so weiter. Und ein paar Informationen zum Thema Bauteile, die ich dann aber auch, falls sie nicht vorliegen, So. Das Internet ist uns heute nicht hold, glaube ich. Thorsten, ist das korrekt? Ja, das will wohl auch schon ins Wochenende. Jetzt der Fischer natürlich draußen, wird sich aber jeden Moment wieder einwählen, dann können wir das auch weiter durchgehen. Aber man hat es relativ gut jetzt eben auch gesehen an seiner Eingabemaske oder geben die Eckdaten vom Gebäude ein, da ist es wieder. Genau. Und sehen dann unten zum Beispiel die Standard-U-Werte aus dem Jahr der Errichtung. Die sind in der Software hinterlegt, die werden erstmal zugrunde gelegt, es sei denn, ich weiß natürlich genaueres. Wenn ich weiß, die Fenster wurden jetzt vor 2 Jahren ausgetauscht mit einem U-Wert von 1, dann kann man das auch anpassen. Aber man hat jetzt erstmal schon die Grundlagen von dem Gebäudenutzung, von der Technik, ist es belüftet, ist es auch gekühlt. Das ist dann wichtig für die Benchmarks. Genau, ich kann auch gerne wieder übernehmen. Ich habe mal die Flächen ist natürlich wesentlich, die kann man auch entsprechend unterteilen. Man kann vorlegen, Zertifikate hinterlegen, was dann essentiell ist, halt der Bereich Analyse. Also wenn ihr da nochmal... Genau, da bin ich wieder, tut mir leid, ich habe gerade einen Ventilator angemacht, der Rechner lief heiß. Liegt aber nicht an der Software, sondern tatsächlich hat er im Hintergrund gerade noch Blödsinn gemacht. So, genau, wir gehen in die Analyse. Da kriegen wir hier als Dashboard schon mal einen sehr hübschen Überblick. Wo stehen wir denn gerade im Bereich Emissionen im Vergleich zum CRREM-Pfad, der so
vorberechnet wäre. Und auch im Bereich Energie, wo stehen wir denn da? Und kriegen. Vielleicht kannst du noch mal zeigen darunter, wie das eingegeben wird, weil erst muss man Gerne, natürlich ein Jahr hinzufügen und Daten hinzufügen. Ne? Genau. Und da gibt es jetzt mehrere Wege. Einmal, so wie wir es bereits erwähnt hatten, gibt es hier sehr schöne Möglichkeiten, eine Hochrechnung zu fahren über die Software Alasco oder eben auch eigene Benchmarks logischerweise einzutippen. Das wird jetzt hier funktionieren, indem ich hier Verbrauchsdaten oder eine Hochrechnung auswähle, dann meinen entsprechenden Wärmeerzeuger hinzufüge, zum Beispiel die Wärmepumpe, und kann dann sagen, wird Ökostrom verwendet, ja, nein. Kann auch entsprechend dann den Emissionsfaktor nochmal händisch anpassen, sollte mir vorliegen, dass ich einen speziellen Stromvertrag mit einem abweichenden Standard-Emissionsfaktor habe, und das Ganze dann entsprechend den Flächen, die noch nicht versorgt sind, zuordnen und eben auch die Beschaffung entsprechend anpassen. Genau. Das wäre so der Schritt, wie wir hier diese Maske vervollständigt, auch theoretisch mit erneuerbaren Energien machbar. Sprich, haben wir schon eine Abwärmegewinnung, haben wir schon eine Photovoltaik im Gebäude installiert, könnte man hier mit berücksichtigen. Haben wir jetzt logischerweise bei einem Supermarkt von 93 noch nicht nachgerüstet. Was aber tatsächlich auch ein schönes Thema ist, ist tatsächlich, sollten Verbräuche vorliegen. Springe jetzt einfach mal rein, gibt es hier so einen ganzen spannenden Bereich zum Thema Zähler und Verbräuche. Kann hier meine Zähler anlegen und meine Verbräuche alle zum Zähler jeweils reinholen. Geht auch sehr schön als Massenimport über eine Excel-Tabelle zum Beispiel nach einer entsprechenden Vorlage. Und kann hier meine ganzen Verbräuche pflegen und dann aber auch in der Analyse sagen, ich schmeiße jetzt mal hier die ganzen Daten raus. Machen wir jetzt einfach mal. Sag Wärme und sag einfach mal Verbrauch importieren hier oben. Klicken wir einmal auf Importieren, zack, und dann ist hier einmal der Wärmehauptzähler schon mit dabei. Genau. So könnte man sich zum Beispiel dann auch seine Verbräuche mit in die Analyse reinholen und hätte dann die tatsächlich vorliegenden Daten vom Gebäude eben mit drin. Genau. Und spannend ist ja dann, was macht man daraus aus den Daten? Denke ich mal, so im nächsten großen Step. Wie gehen wir damit um? Ich habe hier jetzt einfach mal so eine relativ, sag jetzt mal, Maximalvariante euch schon mal vorbereitet als Hauptszenario. Was können wir alles am Gebäude spielen und was für einen Impact hat das Ganze? Und da sehen wir zum Beispiel hier so erste Maßnahmen: Gebäudehülle, Dach, Außenwände, Fenster sanieren, sprich eine WDVS aufbringen, im Dach die Dämmung zusätzlich aufdoppeln, Fenster austauschen gegen deutlich besser verglaste Fenster, vielleicht auch neue Rahmen entsprechend mit einbringen. Da müssen wir jetzt einmal hier reinspringen, zack, damit er mal den Fehler nicht mehr schmeißt. So, Heizungsaustausch von der bestehenden Gasheizung auf eine Wärmepumpe und einmal eine Installation einer Photovoltaikanlage. So, wie kommen wir dahin? Das machen wir uns jetzt ganz einfach. Legen uns jetzt einfach eine Variante Webinar an. Zack, und können uns jetzt mal gucken, entweder wir haben schon konkrete Maßnahmen, die wir uns anschauen wollen, oder eben auch eine Empfehlung, die wir seitens der Software kriegen wollen. Und da wäre die Wärmepumpe logischerweise bei so einem Objekt, wenn es funktioniert mit Vorlauftemperaturen und Heizverteilung etc., was hinten dran hängt, natürlich eine super Möglichkeit. Und ihr seht auch hier schon in der Live-Vorschau den Drop, den es uns einmal bringt im Bereich Dekarbonisierung. Nach der Fraunhofer-Methode hochgerechnet, was uns das auch im Energieausweis theoretisch bringen würde bei der Einstufung und. Dann könnte ich jetzt einfach mal die Maßnahme hinzuklicken und kriege dann hier einmal die Detailansicht zum Thema Wärmepumpe, hier schön grafisch aufgelöst, was macht mein Energiekennwert mit dieser Maßnahme, was macht mein Emissionskennwert mit dieser Maßnahme, einmal die Eckdaten zur Wärmepumpe selber, die ich logischerweise aber auch im Nachgang, sollte ich mir genauere Gedanken dazu gemacht haben oder sagen, nee, vielleicht machen wir doch 50 kW weniger Heizleistung oder mehr Heizleistung, entsprechend anpassen kann. Genau. Schön ist auch eine Betriebskostenhochrechnung, wird auch schon mal annahmengestützt mit reingepackt, ist natürlich für unsere Kundenseite ein sehr spannender Punkt, weil es ja auch was mit Amortisation zu tun hat und Wirtschaftlichkeit zu tun hat. Genauso eben auch bei den Investitionskosten und Fördermitteln. Da kriegen wir jetzt auch, wenn ihr hier auf diesen hübschen Knopf drückt, die komplette FEBIS-Datenbank einmal reingeswitcht, ganz neu übrigens. Danke ans Alasco-Team an der Stelle, weil es wirklich ein großer Aufschlag ist, was wir uns da alles theoretisch mal mit angucken können.
und dann eben auch schon entsprechende Aussagen treffen können. Wobei das Thema Fördermittel, Investitionskosten als Abgleich immer ein bisschen schwierig ist für uns in der DD, gerade wenn es mit einem entsprechenden zeitlichen Rahmen verknüpft ist. Also sprich, wird die Heizung erst in 20 Jahren getauscht, weil sie gerade erneuert wurde gegen eine Gastherme und wir brauchen aber in 20 Jahren ein regeneratives System oder zumindest ein teilregeneratives System, können wir jetzt natürlich noch nicht abschätzen, welche Fördertöpfe es hierzu gibt. Und da denke ich mal, gucken wir alle groß zusammen in die Glaskugel und packen die Würfel aus. Aber wir können natürlich zum Stand jetzt schon mal festhalten, hey, hier gibt es entsprechende Förderprogramme. Guckt euch das auf jeden Fall mal an, weil es ist ja dann schon interessant, was so schlussendlich an Kosten nach Abzug Fördermittel auf dem Papier steht. Und oftmals ist dann eben so eine rein regenerative Lösung tatsächlich mindestens genauso günstig wie eine Teilhybrid oder eine Hybridlösung oder eben ein Komplettaustausch, der zum jetzigen Zeitpunkt noch möglich ist, 1:1 gegen eine neue Gastherme, je nachdem, wie das Gebäude eben dasteht und was da alles mit drin ist. Sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, überlassen wir aber in dem Fall dann eher dem energetischen Planer, der dann ja logischerweise auch die Detailplanung und die Parameter entsprechend festmacht und dann die Details für die Förderanträge liefert. Genau. Der Bereich Mieten wäre jetzt noch ganz spannend. Man könnte auch theoretisch noch eine Mietanpassung mit reinpacken. Was bringt uns die Maßnahme und. Ist jetzt auch relativ neu drin, hatten wir jetzt so noch nicht in der Benutzung, aber gucken wir mal, ob es Anklang findet. Vielleicht haben wir da ja den einen oder anderen Interessenten, gerade im Bereich Wohnen. Gut. Genau, und schlussendlich kann ich dann einmal zurück in meine Übersicht springen und sehe dann schon hier in der hübschen Grafik den Dekarbonisierungspfad, mit welchem Riesensprung wir uns der eigentlichen Ziellinie, diesen grauen Bereich hier nähern und kriegen hier unten auch nochmal in der Tabelle aufgelistet. Ich klappe mal das Menü ein bisschen aus, damit ihr mehr von seht. Einfach mal so eine erste tabellarische Übersicht. Investitionskosten ca. 230.000 €. Was könnte man vielleicht für Fördermittel dabei haben und wann amortisiert sich das Ganze? Genau. Und dann kann ich mich halt weiter durchklicken. Also sprich, mir reicht jetzt die Wärmepumpe noch nicht. Dann könnt ihr ja natürlich auch noch sagen, okay, gehe jetzt noch an die Gebäudehülle und mache zum Beispiel, sehe hier schon eine hübsche Übersicht. BDVS wird ganz viel bringen. Dann gucken wir uns doch mal die Außenwände an und machen die mal zum Beispiel 2027 mit rein, weil dann ein Neuanstrich der Fassade zum Beispiel mit im CapEx-Plan drin wäre. Und bevor wir jetzt die Fassade einmal hübsch machen, macht man vielleicht auch gleich mal die Fassade unten drunter oder die Struktur der Fassade einmal mit neu, bringt die Dämmung auf. Klickt das mit rein. Kriege hier auch wieder so eine hübsche detaillierte Übersicht, kann das Ganze auch natürlich entsprechend wieder anpassen und sagen, ich habe hier genau den errechneten Ziel-U-Wert, den ich erreichen kann mit dem Fassadensystem und komme da wieder einen Schritt weiter Richtung Dekarbonisierung zu. Jetzt muss man natürlich sagen, wir haben hier auch ein Extrembeispiel, da wird es schwierig, wahrscheinlich überhaupt ins Ziel zu kommen, sozusagen als Non-Stranded Asset am Schluss dazustehen. Aber so wäre quasi das Doing in der Software und so könnte man vorgehen. Und was wir hier bei Alasco auch sehr schätzen als Consultant mit technischem Hintergrund, dass wir zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, einfache benutzerdefinierte Maßnahmen einzugeben, weil es ja doch eben so Themen gibt, die dann immer mal wieder ein bisschen spezieller aufschlagen. Zum Beispiel eine wassersparende Armatur, wo wir jetzt nie sagen würden, das ist eine Standardmaßnahme, aber die können wir jetzt hier zum Beispiel einfach mal berücksichtigen. Oder ich weiß, der Mieter hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 seinen Stromverbrauch, der kostet uns dann logischerweise auch nichts, um 10% zu senken fürs Gebäude. Dann wäre das so eine hübsche kleine Einstufung, die man oder Einwertung, die man mit reinbringen könnte. Genau. Und das gibt es relativ häufig, sieht man ja auch sehr häufig als Zielsetzung in Compliance-Richtlinien, die sich die Unternehmen selber setzen, auf die Fahne schreiben. Und so können wir da, denke ich mal, ganz viele tolle Szenarien mit abbilden. Und hoffen wir, dass wir schlussendlich dann irgendwo hier rauskommen, dass es zumindest erstmal sehr weit nach hinten geschoben ist, wenn es auch nicht gleich auf Anhieb möglich wäre, das Non-Stranding zu erreichen. Ja. Super. Vielen Dank, Christian. Gerne. 2 Fragen aus der Audience bekommen, die ich kurz einmal noch mitnehmen würde. Das darf ich in meiner Rolle als VP Product an der Stelle machen. Die eine Frage war, wie groß sind die Abweichungen von Schätzungen im Vergleich
zu den wirklichen Ist-Werten. Wir arbeiten da Alasco-seitig mit dem Institut für Wohnen und Umwelt zusammen. Und wir sehen, dass wir da ein wirklich gutes Konfidenzintervall haben. Wir kommen so zwischen 90 und 95% tatsächlich an die Wahrheit ran. Das ist natürlich ein Durchschnittswert. Extrembeispiele sind da mit teilweise größeren, teilweise auch mit deutlich kleineren Abweichungen beschäftigt. Aber ist auf jeden Fall eine sehr gute Indikation und wird von all unseren Kunden sehr geschätzt als Schließungsinstrument für die entsprechenden Datenlücken. Und die zweite Frage war, kann man aus dem Dashboard auch automatisiert einen Bericht erstellen lassen? Und das kann ich nur klar sagen, natürlich, das geht. Da kann ich ja jetzt einfach gleich mal reinklicken und klicke hier auf meinen Asset-Export als PDF. Kann mir aussuchen, ob ich ein einzelnes Asset oder sogar ein ganzes Portfolio exportieren möchte. Gebe dem entsprechenden Namen, suche mir noch die Berichtssprache aus, welche Module ich alle mit dran gehängt haben möchte. Klicke auf Exportieren und habe in 10 Sekunden, wenn das Internet es zulässt, einen sehr schönen 3 bis 4 Seiter pro Objekt, wo man dann entsprechend die Grafiken nochmal vom Ist-Zustand über den, gehe nochmal ins Objekt, wird halt nacheinander schön einmal die Analyse als Kern aufgelöst, einmal die Optimierung aufgelöst und dann schlussendlich nochmal als Extra-Seite der Maßnahmenkatalog schön detailliert mitgegeben. Genau, also kriegt man dann sehr, sehr schöne Übersicht pro Objekt mit hübschen Grafiken, die man dann auch entsprechend in die Berichte als Anlage oder direkt mit reinflechten kann. Ja. Super. Vielen Dank und diesen Bericht, Thorsten, bekommt dann wahrscheinlich auch euer Kunde. Ja. Sehr gut. Würde ich mal kurz übernehmen, nachdem gerade eingefroren ist, leider. Ja, also wir sehen, wir arbeiten in Deutschland weiter noch am Glasfaserausbau. Im Normalfall bauen wir das dann bei uns in das würde ich als Schlusswort nehmen. Und Christian, das, was du gesagt hast, nämlich den Weg zur Dekarbonisierung der deutschen Immobilienwirtschaft als gemeinsamen Anreizpunkt nehmen. Wenn jetzt einer aus der Audience gesagt hat, prima, das ist spannend, das möchte ich besser verstehen und da irgendwie über mein Projekt noch mehr erfahren, dann empfehlen wir euch, die Kollegen von Glietz, teilen ja gerne die Kontaktdaten. Und es gab auch mal die Frage, so, wie schaut denn eigentlich so eine Checklist bei euch aus? Christian, Thorsten, ich glaube, das können die Teilnehmer dann auch bei euch direkt erfragen und sich da ein bisschen mehr zu aufschlauen. Und wenn ihr sagt, finden wir auch spannend, was Alasco macht, dann freuen wir uns. In München ist zwischen dem 7. Oktober und dem 9. Oktober die Exporeal, das Branchenevent schlechthin. Auch wir sind natürlich alle vertreten. Und wer Lust und Zeit hat, kommt gerne vorbei. Und die Kollegin aus der Regie würde jetzt einmal kurz einen Link auch Alasco-seitig in den Chat posten. Darüber könnt ihr euch einen persönlichen Termin auch bei uns allen sichern. Und wir zeigen euch ein bisschen mehr, wie die Software funktioniert. Und das würde ich als so ein kleines Schlusswort nehmen und vielen Dank sagen an dich, Thorsten, an dich, Christian, für viel Insights zum Thema DD. Das auch greifbar zu machen heute, hat mir brutal Spaß gemacht. Ich hoffe auch allen in der Audience und wünsche in dem Sinne allen einen schönen, hoffentlich sonnigen Mittag und später im Laufe des Nachmittags einen guten Start ins Wochenende. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und ich sage bis auf bald bei Alasco. Vielen Dank, Glietz, und schöne Grüße in die Republik. Dankeschön. Danke. Ciao.